Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frage-Antwort-Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamp Trompetentraining. Die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen: Wie kann man und mit welchen Übungen wieder vernünftig anfangen, wenn man eine längere Pause gemacht hat und jetzt natürlich wieder ins Trompete-Spielen starten möchte? Und da ist der erste Punkt natürlich der wichtigste. Man muss sich erstmal im Kopf klar darüber sein, dass es natürlich nicht mehr so funktioniert, wie es damals war. Ganz egal, ob die Pause jetzt 9 Monate, ein Jahr oder noch länger war, letztendlich baut sich die Muskulatur ab, das Spielgefühl geht weg und man muss sich das Ganze vorstellen wie ein Motor, der wirklich fein eingestellt ist, dass alles wirklich wunderbar läuft. Der ist aus dem Gleichgewicht, der läuft nicht mehr sauber und da muss man eben anfangen mit vernünftigen Übungen, genau daran wieder zu arbeiten, damit unser System Körper wieder gut funktioniert fürs Trompetespielen. Die erste Übung, die ich immer gerne mache, ist erstmal, dass die Lippen wieder in Schwung kommen. Das heißt, man atmet ein und versucht ziemlich locker die Lippen wieder in Schwingung zu versetzen. Das kann man natürlich dann auch direkt wieder aufs Mundstück übertragen. Das heißt, erstmal diese Lippensummübung und danach das Ganze auch auf dem Mundstück. Jetzt aber unbedingt aufpassen, dass das Mundstück nicht gegen die Lippen drückt, sondern wir machen genau das Gleiche, was wir gerade eben mit den Lippen gemacht haben. Wir gehen ganz locker an die Sache ran und drücken unser Mundstück nicht auf die Lippen, sondern setzen dieses nur ganz locker und vorsichtig auf unsere Lippen. Und lassen da auch vorsichtig die Lippen im Mundstück summen. Ihr seht, es ist nichts mit Druck und es hat auch nichts mit Klangqualität zu tun. Es geht einfach nur darum, dass wir erstens mal unsere Lippen in Schwingung versetzen und zweitens wieder ein Gefühl für unser Mundstück entwickeln können. Der Schritt 3, das sind Atemübungen. Da habe ich immer auch ganz gern so einen kleinen Werkzeugkasten an Gerätschaften dabei. Die stelle ich euch jetzt nach und nach vor. Wir machen einfach mal 3 und fangen mit dem leichtesten an. Das ist ein Stück Schlauch. Das benötige ich dafür, damit ich es im Mund habe und dementsprechend auch einatme. Ihr werdet merken, der Kehlkopf geht richtig auf und dementsprechend fließt die Luft nach innen und nach außen, ohne dass der Hals zudrückt. Der Kehlkopf ist also weit offen. Wir haben keinen Stimmbandverschluss. Da einmal in den Hals reinfühlen, damit eben keine Verengung da ist. Aber alleine, dass wir dieses Stück Schlauch in den Mund reinmachen, geht der Kehlkopf schon auf, der Hals weitet sich und dann auch vernünftig einatmen. Also nicht schnell raus und schnell rein, sondern eben langsam sich auffüllen und dementsprechend die Luft wieder entweichen lassen. Wir kommen gleich zum nächsten Gerät. Und zwar ist dieses Flowball, das findet man auf unterschiedlichsten Internetseiten beziehungsweise auch im Spielwarenladen. Da gibt es solche Dinge auch immer an der Kasse. Und letztendlich geht es darum, dass wir eben einatmen und den Luft mit unserem Ausatemstrom in der Luft halten. Das ist aber ganz witzig. Man muss auf eine Sache aufpassen, dass man nicht zu sehr die Luft in diesen Flowball, in dieses Gerät drückt, weil dann habe ich nämlich automatisch das Problem, dass der Hals wieder durch den Druck etwas zugeht und ich habe eine Verspannung im Hals. Also wenn ihr mit diesem Trainingsgerät übt, immer dran denken, das Instrument bzw. das Gerät nicht mit mehr Luft befüllen wollen, als dieses aufnehmen kann. Ihr werdet es merken, wenn ihr richtig reindrückt oder ihr so ein Gerät schon habt und es ausprobiert, sobald ihr zu viel Luft reingebt, kann es sein, dass hier der Hals einfach zumacht und man drückt wieder gegen seinen eigenen Körper. Da unbedingt vorsichtig sein und nicht an diesen Punkt kommen, sondern dann lieber mit dem Schlauch üben, beziehungsweise eine Übung zeige ich euch jetzt anhand von unserem Instrument. Wir haben hier natürlich unsere Trompete, jetzt aber ohne Mundstück, Wasserklappe aufgemacht, Mundrohr in den Mund. Dann haben wir den Effekt von unserem Schlauch und dann durch die Nase oder durch den Mund einatmen. Auch da natürlich wieder darauf achten, dass es keine Verspannung gibt. Der Ball ist natürlich immer ganz witzig, da haben wir nochmal ein visuelles Feedback, wie hoch der schwebt. Bei der Trompete hat man jetzt einen positiven Effekt, dass man gleich mit offener Wasserklappe das Wasser ausleert. Und wir kommen gleich zu unserer nächsten Übung. Ich mache den Stimmbogen von der Trompete ab, mache das Mundstück auf die Trompete rauf und basse jetzt auf dem Mundrohr Töne.
Ventile drücken bringt natürlich in dem Fall nichts, außer man geht natürlich mit der Lippenspannung dann etwas nach unten und wieder zurück. Aber in erster Linie geht es darum, dass wenn du dieses Buzzing auf dem Mundrohr machst, du hast sehr, sehr wenig Widerstand, du hast aber auch gleich schon einen vernünftigen Ton. Natürlich klingt es etwas quäkig und es erinnert uns eher an eine Entenjagd, aber du wirst merken, wenn du diese Übung machst, du hast ein unglaublich gutes Gefühl für Luftstrom. Und das aufrechthalten, beibehalten, korrigiere die Intonation, wenn sie abfällt oder steigt, einfach beibehalten, auch gerne mit Stimmgerät üben, damit man einfach nochmal das visuelle Feedback hat, was zeigt die Nadel am Stimmgerät an und dementsprechend auch diese Übung eben zum Restart beim Trompetespielen gerne benutzen. Als nächstes natürlich wieder Stimmbogen auf die Trompete und dementsprechend machen wir natürlich jetzt klangliche Übungen auf unserem Instrument. Die erste Übung ist lange Töne aushalten. Das heißt, man atmet gut ein und fühlt wieder in seinen Körper rein, wie die Luft nach außen ins Instrument strömt, wie der Klang ist. Denk immer dran, die Lippen sind locker und nicht angespannt. Das Mundstück drückt auch nicht gegen unsere Lippen, sondern wir spielen das Ganze wirklich entspannt und locker. Wenn du merkst, dass der Hals wieder eng wird oder es einen Druckpunkt gibt, Mundstück ab. Oder mit der Schlauchübung oder dem Flowball oder zum Beispiel auch so die Luft fließen lassen. Immer auch das eigene Körpergefühl oder auf das eigene Körpergefühl achten, damit man eben nicht diesen Druck aufbaut, gegen seinen eigenen Körper arbeitet, etc. pp. Also wir sollen uns ja immer beim Trompetespielen wohlfühlen. Wer einen Basser zu Hause hat, kann natürlich auch jederzeit mit Basser üben. Dafür empfehle ich euch immer ein Loch zuzumachen und dann wie auf der Trompete auf dem Mundrohr gerade eben gespielt, jetzt eben auf dem Basser. Das gibt uns ein gutes Gefühl und der Basser hat auch so ein Feedback, wie die Trompete eben auch. Man hat so das Gefühl, man würde auf der Trompete spielen, aber macht es auf dem Bassengerät. Wenn du merkst, dass du etwas mehr Widerstand hast und dass du den gerne loshaben würdest, dann unbedingt diesen Finger vom zweiten Loch aufmachen. Dann hast du nämlich 2 offene Luftlöcher und du wirst merken, da geht richtig was weg. Also auch mit dem Basser jederzeit Übungen machen. Ein Schüler von mir hat auch eine witzige Idee gehabt, und zwar hat er seine Faust genommen, steckt sein Mundstück bis zu der Einsteckkante, die man beim Mundstück immer sieht, ihr seht hier so diese Verfärbung, in seine Faust und macht die Faust nicht komplett mit den Fingern zu, sondern hat die hohl. Und kann anhand von seiner Fingerposition, ob eben die Luftführung eng ist oder ganz zu ist oder ein bisschen weiter aufgeht, auch da hat man dann das Gefühl, dass man gegen ein bisschen Widerstand bläst und kann es auch individuell einfach einstellen. Eine ganz witzige Sache natürlich noch zum Schluss. Auch solche Sachen kann man natürlich spielend dann trainieren, ein bisschen rumexperimentieren, aber man tut letztendlich immer was für Luftstrom, für das Spielgefühl auf der Lippe, für eine lockere Lippenposition bzw. eine lockere Lippen-zu-Mundstück-Kontaktposition und es geht letztendlich auch darum, dass man eben Luft einatmet und diese wieder entspannt ins Instrument bringt. Wie die Frage auch teilweise formuliert war, ich habe dann dieses eine Stück gespielt und danach war ich schon platt. Na klar, unsere Lippenmuskulatur hat sich natürlich abgebaut. Diese hat natürlich nicht in dem Umfang oder in dieser Qualität arbeiten müssen, wie es auf der Trompete eben erforderlich ist und dementsprechend ist natürlich nach einem Stück schon der Ansatz hinüber bzw. die Kraft am Ende. Das heißt für uns letztendlich, dass wir uns viel mehr Gedanken machen sollten, welche Übungen machen wir zu welchem Zweck und letztendlich dann geht es darum, dass man diese Übungen, die man gemacht hat, aufs Instrument überträgt und danach lange Töne spielt, gebundene Töne spielt, also in Richtung Tonleiterspiel geht, auch chromatisch aufwärts, abwärts, da gibt es so viele Sachen und letztendlich haben wir dann innerhalb von einem Monat etwas mehr, auch wieder ein gutes Spielgefühl uns angeeignet und dementsprechend können wir natürlich dann auf unserer Trompete auch wieder die Literatur spielen, die wir uns eben vornehmen und üben möchten. Seid geduldig am Anfang und versucht nicht zu viel auf einmal zu machen, sondern macht euch wirklich da einen Schritt-für-Schritt Plan.
denkt das Ganze mal durch, was ist sinnvoll, Atmung ist immer sinnvoll, Buzzing ist immer sinnvoll, Luftführung ist immer sinnvoll und dementsprechend dann lange Töne auf der Trompete zu spielen, das macht natürlich auch unglaublich Sinn. Danach nehmen wir noch die Zunge dazu, also dass wir den Anstoß auch wieder flott bekommen und so weiter und so fort. Können wir unseren Übeplan da Punkt für Punkt erweitern. Wichtig am Anfang ist immer entspannt an die Sache rangehen und nicht zu viel am Anfang wollen. Also üben mit Kopf und sich nicht überfordern, weil dann erreichen wir auch schneller unsere Ziele und wir haben dann dementsprechend auch wieder Spaß beim Musizieren. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.